Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Diesmal geht's weiter mit Bildbearbeitung in Java. Und ja, was wir jetzt machen wollen, also ihr kennt ja wahrscheinlich noch unser hübsches, süßes Poro. Und was wir jetzt machen wollen, ist folgendes. Wir wollen dieses Poro verunstalten, indem wir einfach mal einen Gauss-Filter drüber laufen lassen, also Gaußsche Weichzeichnung in Java. Gut, was wir da zuerst brauchen, ist eine Matrix, die uns das Ganze halt, ja, die da einmal drüber geht quasi und das Ganze ein bisschen verändern kann. So, und deswegen müssen wir die erstmal erstellen hier. Ähm, Wir haben hier public static void create kernel, so nennt man das. Ähm, ja, den Kernel machen wir einfach so groß. Also, äh, das ist eigentlich keine Void, das ist sogar ein Integer Array. Ich hoffe, es ist ein Integer Array. Ja, es ist ein Integer Array. Oder? Nein, es ist kein Int. Es ist natürlich ein Double Array, weil wir hier Wahrscheinlichkeiten haben wollen, die, wie wahrscheinlich eben es ist, dass ein Bild so und so gemappt wird. Ich erkläre es euch gleich, also ich zeige es euch sofort. Ähm, und jetzt wollen wir hier drin noch einen gewissen äh, Effekt Sigma haben, also es wird eine gaußsche Weichzeichnung, falls ihr nicht wisst, wie eine gaußsche Verteilung aussieht, also Wahrscheinlichkeitsverteilung, solltet ihr euch das vielleicht angucken. Weil, ja, das ist nicht gerade unwichtig jetzt, sonst wird das relativ schwer zu verstehen, glaube ich. Okay, also, was wir jetzt erstmal machen wollen, wir wollen uns ein Double Array erstellen, nennen den Kernel und sagen New Double. Okay, von der Größe unseres Bildes, nämlich image.get width mal image.get Höhe. So, jetzt haben wir quasi einen Kernel über alle Bilder. Der wird ziemlich groß werden, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt. Und gut, und jetzt iterieren wir über den drüber. Und zwar gleich mehrfach, nämlich dreimal, um genau zu sein. Ja, J kleiner. Ähm, Achso, das sollten wir uns vielleicht noch rausschreiben, weil das irgendwie wichtig wird. Ähm, int, nennen wir es Kernel Size. So, dann brauche ich nicht jedes Mal das hier einzugeben, sondern kann einfach hier Kernel Size schreiben und bin schneller. Gut, i++. So, und dann iterieren wir dann nochmal drüber. Allerdings müssen wir vorher mal was berechnen. Nämlich ein Double x, also quasi unseren x-Wert, wo wir gerade sind. Und der berechnet sich über j, upsala, minus die Kernel Size, allerdings die Kernel Size minus 1 durch 2. So, warum berechnet er sich jetzt so? Nun ja, oh ja, ups, hier steht j, hier steht i. Ich bin verwirrt. Hier muss natürlich überall i stehen. Ähm, oder wir nennen es einfach überall j. Ne, wir nennen es einfach überall i. So, diese Kernel Size ist ja jetzt, also unser x ist quasi immer an der Stelle. Also das läuft ja einmal komplett über unser Bild drüber. Also wir gehen ja nicht nur die Breite durch, sondern wir gehen Breite mal Höhe durch. Also jedes Pixel. Wir nummerieren die Pixel quasi durch mit mit 0 bis Kernel Size. Also nicht nur Breite, sondern Breite und Höhe gehen wir durch. So, und jetzt haben wir hier quasi durch dieses haben wir einfach überall unser Pixel gegeben. Also unser aktuelles Pixel, aber minus die halbe Kernel Size, weil wir in die Mitte kommen wollen. Also wir wollen nicht irgendwie wirklich das Pixel haben, wo wir gerade stehen, sondern wir wollen nur bis in die Mitte von dem kommen halt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich gemeint habe. So, und jetzt iterieren wir dann nochmal durch. Int j gleich 0, j kleiner Kernel Size logischerweise, weil wir da ja nochmal komplett durch müssen. Und dann sagen wir hier Double y ist jetzt unser y-Wert. Der ist jetzt auch j minus die Kernel Size minus 1. Diese minus 1 ist einfach, damit wir keinen Overflow kriegen, logischerweise.
durch 2. So, und so kriegen wir immer den Mittelwert quasi von unserem Kernel. Also x und y genau in der Mitte. So, und jetzt sagen wir hier, unser Kernel an der Stelle, jetzt muss ich denken, j, upsala, plus i mal die Kernel Size, weil wir ja hier drüber iteriert sind. Also wir gehen hier quasi schon i mal, wir haben ja i mal diese Schleife hier schon fertig. Das heißt, wir brauchen hier nur j drauf addieren, weil wir hier drin sind. Und i mal das hier haben wir ja schon. Okay. Also i mal die Kernel Size plus j, beziehungsweise umgekehrt, ist gleich. Dann 1 durch. Jetzt kommt quasi unsere, unsere Gauss-Verteilung, die ihr hoffentlich aus meinen Statistikvideos schon kennt. Ansonsten würde ich euch ermuntern, die mal anzugucken. Die sind nicht so blöd. So, und jetzt haben wir unser Sigma da oben zum Quadrat mal 2pi davor noch. Und jetzt brauchen wir hier noch die Exponentialfunktion exp. So, und da stopfen wir folgendes rein, und zwar minus x mal x, also x Quadrat, plus y mal y, also y Quadrat. Geteilt durch, das ist echt eine komische Funktion, aber es ist halt leider so. Achso, da muss natürlich eine Klammer drumherum. 2 mal Sigma mal Sigma. Das ist jetzt einfach nur die Gauss-Funktion quasi abgetippt. Stimmt das jetzt mit den Klammern? Ja, es stimmt. m.pi, das, ja, das ist natürlich Pi, Entschuldigung. So, ja. Und jetzt haben wir hier quasi einfach mal unsere Gauss-Verteilung angegeben für eben diesen Kernel. Und das wird immer eine Zahl sein, die ist kleiner als 1 und sie ist größer als 0. Und aufsummiert ergeben alle Werte von diesem Kernel eben dann 1. So, jetzt müssen wir aber noch ein bisschen, ja, ein bisschen nachjustieren, weil wir hier halt an den Seiten, also links und rechts außen, haben wir dann immer solche kleinen Werte, die überstehen. Und das ist eben nicht so cool, weil wir wollen ja, also es würde dann nach draußen immer kleiner werden, weil die Werte außerhalb von unserem Kernel, die sind ja einfach 0. Das heißt, wir müssen hier nachjustieren, beziehungsweise wir kommen hier in der Summe halt nicht auf 1, wenn wir hier drüber addieren. Und deswegen müssen wir eben hier eine Summe noch bilden und müssen da nochmal komplett drüber iterieren. Also for int i. Eigentlich könnte man, ja wobei, nee, kann man nicht, for int i gleich 0. I kleiner die Kernel Size und i plus plus. Ups. So. Und jetzt das Ganze nochmal da rein, nur mit j. Und hier gucken wir halt, was für einen Fehler haben wir, also wie viel, ja, wie viel fehlt uns noch, damit wir richtig liegen. Kernel Size an der Stelle i plus j mal Kernel Size. So. Also jetzt gucken wir quasi, nicht Kernel Size, Entschuldigung, Kernel natürlich. Also jetzt gucken wir für jeden Pixel quasi, kriegen wir als Ergebnis wirklich 1 raus. Und das heißt in dem Fall natürlich, nein, kriegen wir nicht. Das heißt, wir müssen es ein bisschen nachkorrigieren. Hier muss es natürlich andersrum sein. J plus i mal Kernel Size, weil wir hier i als äußere Variable haben. Das heißt, mit i sind wir schon j mal hier durchgelaufen. So, das heißt, natürlich kriegen wir es nicht hin. Also natürlich stimmt der Wert nicht komplett. Und deswegen sagen wir hier Kernel an der Stelle, an derselben Stelle muss geteilt werden durch die Summe. Weil die Summe muss ja im Ganzen 1 ergeben. Wenn wir was durch irgendwas teilen, dann kommt da immer genau 1 raus am Schluss. Also wenn wir jetzt die Summe danach aufaddieren würden, würde da immer 1 rauskommen. Und genau das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja eine Gleichverteilung haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit muss sich aufaddieren zu 1. Und das Bild darf nicht heller werden, das Bild darf nicht dunkler werden. Das hatten wir bis zu diesem Schritt, hatten wir das eben. So, jetzt haben wir unsere, ups, nee, haben wir noch nicht, wir haben es noch nicht zurückgegeben. Jetzt haben wir
unser Array kreiert ähm, mit diesem Double Sigma. Dieses Sigma ist halt auch wieder aus der Wahrscheinlichkeit so ein Verteilungsparameter, nämlich der Erwartungswert war es, soweit ich das weiß. Ist auch schon ein paar Tage her bei mir. So, ja, und jetzt müssen wir das ganze Ding noch filtern. Und das wird jetzt auch nochmal ein Batzen-Code werden. Ähm, Ich nenne sie einfach mal public static void blur. Und ja, was wir jetzt hier machen wollen, achso, hier brauchen wir auch wieder diesen Double Sigma. Den müssen wir oben in unserer Main-Funktion eingeben. Sollten wir zumindest. So, und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen unser Image quasi blurren. Das heißt, wir iterieren da durch. Ich glaube, ich habe das noch im Zwischenspeicher. Ja, perfekt. Abgesehen hiervon. Allerdings brauchen wir hier die Kernel Size so oder so. Also können wir die direkt mal berechnen. Ist gleich image.getWidth mal image.getHeight. So, jetzt haben wir die Kernel Size und können damit arbeiten. Gut, also wir wollen zuallererst mal Folgendes tun. Wir sagen zuallererst mal, okay, wir wollen uns wir wollen die Summe bilden über die Wahrscheinlichkeiten mehr oder weniger für jedes Pixel. Und was wir leider noch brauchen werden, ist ein gewisser Overflow. Deswegen hier mal float overflow gleich 0.0. Einfach 0. 0 hätte gereicht. Oder wir sagen einfach double. Ich habe ja gesagt, Floats benutzt man nicht so oft, also sollte ich mich auch dran halten. Und wir brauchen einen Counter. Ihr werdet gleich sehen, wozu. So. Und wir brauchen die Hälfte des Kernels, also hier die Kernel Size halbe. Allerdings Kernel Size minus 1 halbe, wie wir es hier unten halt auch gemacht haben. Weil die Kernel Size, ja, genau. Also sagen wir Kernel half gleich Kernel Size minus 1 und das Ganze durch 2. So. Achso, das sollte logischerweise, wobei doch, es sollte ein Integer sein. Ja, und was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Wir gucken erstmal, also wir iterieren hier nicht von 0 drüber, sondern wir falten quasi unsere, also Bilder sind ja im Prinzip Matrizen. Und wir falten diese Matrizen jetzt, indem wir sagen, also innen drin brauchen wir nochmal 2 Vorschleifen. Oh, ups, und das Zeug muss natürlich alles innen rein hier. Muss ich gerade ganz kurz gucken. Ja, ich brauche das alles innen drin. Ich habe das auch nicht alles im Kopf, ich habe mir das tatsächlich vorgeschrieben. So, jetzt haben wir hier ein K und ein L. So, also wir machen diese 2 äußeren Vorschleifen, sagen mir quasi, okay, für jeden Pixel tu das. Hier brauchen wir dann logischerweise auch die image.getWidth und image.getHöhe. Also wir sagen für jeden Pixel, mit diesen beiden Vorschleifen hier sagen wir, jeder Pixel tu das hier. Also verändere das Bild so und so. Also hier innen kommt jetzt quasi, was wir mit den einzelnen Pixeln machen wollen. Diese Sache hier ist eben diese einzelnen Pixel bearbeiten. So, ja, eine Sum können wir uns hier direkt schon mal einrichten. Allerdings ist die Sum ein Integer. Int Sum gleich 0. So. Und jetzt sagen wir hier, okay, Sum ist, achso, ja, wir brauchen noch den Kernel, den müssen wir uns hier unten erstmal holen. Double Array Kernel gleich Create Kernel über Sigma. So, das heißt, wir haben den Kernel. Okay, und jetzt sagen wir hier, okay, wir summieren das alles auf. Und zwar Kernel an der Stelle von unserem Counter.
und multiplizieren das mit dem Pixel, das wir bekommen haben, also image.getRGB. An der Stelle, wo waren wir? An der Stelle K, an der Stelle L und multiplizieren das hier. So, und jetzt ist aber die Besonderheit hier. Wir sagen, wir iterieren von i minus die Hälfte des Kernels, also wir fangen quasi, wir setzen die Mitte von unserer Kernel-Matrix, das ist ja immer noch eine Matrix, wir setzen die Mitte davon genau auf den Pixel, wo wir gerade gucken, nämlich an der Stelle ij. Und die linke Hälfte und die rechte Hälfte muss natürlich einmal drüber gucken. Also sagen wir hier j minus die Kernel-Hälfte. So, und jetzt müssen wir hier natürlich auch nicht bis zur Kernel-Size durchlaufen, sondern nur bis zur Hälfte, weil wir hier schon die andere Hälfte haben, sonst gäbe es ja einen Overflow. Okay, so, habe ich das jetzt hier richtig geschrieben? Genau. So, jetzt haben wir hier das Ganze munter aufsummiert, also den RGB-Wert mit diesem Kernel hier multipliziert und wir müssen hier jetzt noch unseren Counter erhöhen, logischerweise, damit wir immer noch auf den richtigen Wert zugreifen. So, warum habe ich jetzt hier nicht einfach wieder die Formel benutzt, dass wir vernünftig an die richtige Stelle kommen? Naja, wie schon gesagt, die Ränder bereiten uns ziemlich viele komplexe Probleme. Das heißt, wir wollen hier erstmal gucken, okay, sind wir mit k kleiner als 0? Das wäre nämlich ganz schrecklich. Das wäre nicht so cool. Aber auch sind wir mit k größer als die Breite des Bildes. Achso, get width hier. Weil dann können wir ja auch nicht drauf zugreifen auf unser hübsches Bild. So, dann kann uns dasselbe aber natürlich auch noch mit j passieren, nur halt über die Höhe. Also ist L kleiner als als 0 oder ist L etwa größer als die Kernel Size, nicht die Kernel Size, als die Höhe des Bildes. Weil dann können wir ja auch nicht mehr drauf zugreifen. Es geht quasi um die Eckenfälle. Weil wir legen ja die Matrix auf jeden Fall so, dass die Matrix irgendwann mal draußen ist. Weil wir ja überall dieses Bild blurren wollen. Und das ist halt der Witz dran. Wir können das nicht einfach so ändern, sondern wir müssen hier tatsächlich diesen Fehler abfangen. Dann müssen wir trotzdem natürlich unseren Counter erhöhen, damit wir immer richtig bleiben. Aber wir müssen unseren Kernel Overflow, beziehungsweise einfach nur unseren Overflow hier, also das, was wir quasi drauf addieren hätten sollen, aber nicht konnten, weil wir außerhalb des Bildes lagen, müssen wir hier an der Stelle vom Counter drauf addieren, damit wir das nachher anpassen können, sonst wird unser Bild einfach dunkler. Und das wollen wir ja nicht. Also vor allem an den Rändern wird es, also für diesen Pixel, wie gesagt, wir sind hier in der Aktion, die für jeden Pixel gemacht wird. Also hier quasi wird jeder Pixel, der dann einfach, für den die Matrix dann irgendwie mal ein bisschen weiter außen ist, der wird dann einfach dunkler. Und das können wir uns einfach nicht erlauben. So, hier außen wird dann natürlich, jetzt muss ich kurz gucken wieder, hier außen, ja genau hier, wird dann natürlich auch nochmal der Counter erhöht. Sonst haben wir ja wieder ein Problem. Gut. Und jetzt müssen wir hier wieder, wo haben wir es denn? So, also das hier, wir sind immer noch in der Pro-Pixel-Operation sozusagen, also in den beiden Vorschleifen drin. Also die beiden sind, in denen sind wir immer noch drin. Also wir sind immer noch in jeder Operation pro Pixel. Ich sehe schon, das wird ein riesenlanges Video, aber ich glaube, es ist wert, dass man es zu Ende anguckt. Okay, wir wollen Folgendes tun. Wir sagen, wenn wir Kernel Overflow haben, sprich ja, wenn wir hier halt, wenn wir hier irgendwo einen Pixel draußen hatten, also hier einfach den Overflow, wenn der größer als 0 ist, größer als 0, nun ja, dann wollen wir was verändern, weil dann ist unser Bild höchstwahrscheinlich dunkler geworden. Dann sagen wir, okay, in Sum gleich 0. So. Und wir haben auch wieder einen Counter. Counter gleich 0. Weil da müssen wir nämlich jetzt hier oben nochmal komplett über alles drüber iterieren. Hier das hier. Allerdings lasst euch bitte jetzt... Achso. Ja, wir haben es da oben natürlich schon benutzt. Das heißt, ich darf das hier wieder rausschmeißen. So. Und lasst euch jetzt nicht iterieren. Also ich wollte es ja eigentlich bloß... ja, hier
das Gerüst quasi nehmen, weil das im Prinzip dasselbe bleibt. Wir wollen hier natürlich nichts mehr mit unserem Overflow machen, also der sollte bitte nicht größer werden. Aber unseren Counter müssen wir hier weiterhin erhöhen. Und hier natürlich auch, damit wir, also wir iterieren hier quasi nochmal über alle relevanten Pixel drüber. Unser Kernel hier, ja, logischerweise. Und unser Kernel ist übrigens gar nicht immer so groß. Das wäre ein bisschen arg heftig. Ich mache das nachher noch richtig. So, ähm, und jetzt sagen wir hier, okay, ähm, die Summe von unserem Bild ist einfach gleich dem Pixel, äh, ich hatte das doch eigentlich gerade schon, hier dem RGB-Wert ähm, von KL mal unserem Kernel, aber wir teilen das Ganze noch mal, und zwar 1 durch 1 minus dem Overflow, weil ja dieser Wert hier quasi einfach alles kaputt macht. Also wenn wir hier Overflow 0 haben, wäre das völlig in Ordnung, aber für den Fall, dass eben der Overflow größer 0 ist, verdunkelt sich unser Bild und so hellen wir es quasi einfach wieder auf. So, und das ist jetzt quasi einfach alles, was wir hier machen wollten. Hier unten setzen wir dann einfach den Pixel noch. So, wir sagen main.image.setPixel oder setRGB. Nehme ich an der Stelle, Sekunde, jetzt muss ich gucken, IJ und unseren Summenwert. Weil die Summe ist ja im Prinzip am Schluss ja, gut gleich verteilt. So, jetzt habe ich euch hier oben mit der Kernel Size irre geleitet. Das darf natürlich nicht so groß sein. Wir brauchen die tatsächlich hier als Parameter. Int Kernel Size ist es, glaube ich. Und den Parameter hängen wir da unten auch noch in unseren Create Kernel rein. Ich hatte irgendwie das Ganze falsch im Kopf. Die Kernel Size ist natürlich nicht die Größe von unserem kompletten Bild, sondern es ist die Größe von unserem, von dem, was wir quasi, also von der Matrix, die wir drüber multiplizieren. So, und ja, jetzt wollen wir hier ein geblurrtes, hübsches Poro machen. Und das machen wir, indem wir hier einfach sagen, okay, wir sagen Blur von, ja, und dann brauchen wir ein Sigma und eine Kernel Size. Jetzt, was sind da geeignete Werte? Naja, also, ich werde da jetzt einfach mal Werte von 10 und 49 reintun und wir gucken einfach mal, was passiert. Und es gibt einen Fehler. Natürlich gibt es einen Fehler. Das wäre ja viel zu einfach sonst gewesen. Ich habe sicher wohl irgendwo wieder was falsch gemacht. Ja, was wir wahrscheinlich wieder gemacht haben, ich habe gerade mal eben laufen lassen. Das ist was sehr, sehr Dummes. So, also wir haben hier folgendes. Und zwar, ich habe hier den Kernel über Kernel Size erstellt, was natürlich blöd ist, weil wir das Ganze quadratisch haben wollen. Wir wollen ja Kernel Size mal Kernel Size haben. Sonst wäre das ja viel zu einfach. Ja, mein Fehler, tut mir leid. So, jetzt sollten wir hier noch überall anders gucken. Aber ich denke, sonst sollte da nirgendwo ein Fehler sein, weil wir hier oben ja das Ding kriegen. Also lassen wir es einfach mal laufen. Ja, jetzt ist der Fehler weg. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Ja, was ist passiert? Schauen wir nochmal ganz kurz nach. Wahrscheinlich, ja, natürlich Copy-Paste-Fehler. Ich bin ein sehr schlauer Mensch. Tut mir furchtbar leid. Hier muss natürlich, also ich nehme mal an, ihr lacht mich wahrscheinlich deswegen schon innerlich aus. Hier muss natürlich über K und über L iteriert werden und nicht über, nicht K, über K und L und nicht über I und J iteriert werden. Logischerweise, deswegen haben wir hier die ganzen schwarzen Streifen bekommen. Und außerdem muss hier natürlich, darf ich nicht kleiner Kernel half schreiben, sondern ich muss hier wirklich I plus Kernel half schreiben, beziehungsweise hier J plus Kernel half, weil wir wollen ja also wir wollen ja diesen Offset quasi haben, also von I minus Kernel half bis I plus Kernel half, und wenn ich das hier vergessen würde, was ich ja getan habe,
kommen furchtbare Dinge raus. Wie wir gesehen haben, unser schwarzes Bild. Nicht cool. So, und wenn ich das jetzt hier nochmal laufen lasse, dann sehen wir folgendes. Einen schönen Koordinaten-Out-of-Bounds-Error. Ich habe hier das gleich vergessen. Hier muss es natürlich heißen, wenn es größer gleich der Breite ist, dann sollte das auch nicht weitermachen. Ja. Puh. So, Dille. So, aber da das Ganze jetzt immer noch nicht akzeptabel aussehen wird, müssen wir jetzt noch was anderes verändern. Also es stimmt jetzt alles soweit, ich habe es nochmal durchgeguckt. Allerdings habe ich euch ja hier mal die einfachere Variante aufgeschrieben. Wenn wir das jetzt so laufen lassen, haben wir ein Problem, weil wir haben erstens mal hier als Summe in Integer gewählt. Das geht natürlich nicht, weil wir hier Double drauf addieren, aber das ist nicht das eigentliche Problem, sondern wir müssen die Werte R, G und B gesondert betrachten. Also brauchen wir hier erstmal einen Rotwert und einen Grünwert und einen Blauwert. Aber jetzt wird es halt einfach noch ein bisschen, ja, es ist nicht mehr wirklich Denkarbeit, es ist einfach nur noch Umschreibarbeit, ähm, damit halt ja die richtigen Werte bei rauskommen. Aber das Konzept, das habt ihr jetzt immerhin hier auf jeden Fall schon mal gehabt. So, und jetzt sagen wir hier einfach mal, okay, wir nehmen uns hier eine Color C gleich New Color an der Stelle von mein Essen. Perfekt. So, nehmen wir das hier und packen es da rein. Und jetzt können wir hier natürlich nicht mehr die Summe benutzen, logischerweise. Jetzt können wir hier aber Rot benutzen. Und wir summieren hier einfach den Rotwert jeweils auf c.getRed. Get So. Und dasselbe machen wir jetzt logischerweise für Grün und für Blau. So. c.getBlue und c.getGreen hier. Und multiplizieren das hier mit dem Counter natürlich. So, und selbiges müssen wir jetzt aber auch noch hier unten machen. Ja, hier haben wir ja Summe plus gleich dem hier. Also hier brauchen wir erstmal wieder natürlich das Image. Und was wir auch noch brauchen, upsala, das Mal wollte ich eigentlich behalten, ist diesen Faktor hier. Weil den müssen wir jetzt auf jedes drauf multiplizieren. So. Und hier müssen wir die ganzen Werte nochmal 0 setzen. Also sage ich mal hier, also da wo wir die Summe hier 0 gesetzt haben, überall wo die Summe stand, müssen wir quasi die Summe durch Rot, Grün und Blau ersetzen. Also so wie wir es geschrieben haben, wird es für Graubilder funktionieren, aber eben nicht für Farbbilder. Und wir wollen es ja für ein Farbbild schreiben. So, und jetzt hier unten brauchen wir natürlich noch eine neue Farbe, die unsere Rot-, Grün- und Blau-Werte nimmt. Ups. So, und das wird jetzt erstmal uns um die Ohren fliegen. Na, warum? Weil wir hier keine Integer-Werte haben. So. Und, ja. Jetzt haben wir hier... Achso, ja, natürlich. Und der nimmt einen Integer-Wert, das heißt, wir brauchen hier wieder den RGB. Also wir rechnen hier quasi wieder die Blau-, Grün- und Rot-Werte zusammen. Ja, genau. So, und das ist auch der Grund, warum uns das hier um die Ohren fliegt, weil wir hier, wenn wir mit der Summe rechnen, dann haben wir ja irgendwelche riesigen Zahlen. Wenn wir die mal 0, irgendwas machen, dann fliegt uns plötzlich der Rotanteil, der irgendwo bei den Bits 16 bis 24 liegt, fliegt uns plötzlich in den Blauanteil rein und das, was wir wollten, haben wir erst noch nicht gewonnen. Wenn wir die hier einfach nur aufsummieren, kommen wir einfach nicht wieder hier hoch. So, aber wenn wir das jetzt so machen, dann sollte das funktionieren. Ich starte das mal und werde das Video so lange pausieren, weil das wird schon eine Weile laufen. Ich meine, mein Poro ist recht hochauflösend hier. Und ja, wir werden sehen, wie lang es dauert. So, da bin ich wieder. Und das Poro hat fertig gerechnet. Nach ungefähr 5 Minuten Rechenzeit, die ich euch nicht als Video antun wollte, sehen wir das verschmierte Poro mit dem Gaußschen Blur-Effekt. Sieht das nicht geil aus? Naja, man kann es natürlich auch nur sequenziell auf die Pixel anwenden, die man möchte. Nämlich, indem man hier einfach statt von i gleich 0 bis zur Breite des Bildes läuft und hier von j gleich 0 bis zur Breite, bis zur Höhe des Bildes, natürlich nur bis zu den Pixeln, beziehungsweise von den Pixeln hier bis zu den Pixeln, die man möchte. Cool.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine ganze Menge Code und ich glaube, eins meiner längsten Videos, aber ich möchte noch unter einer halben Stunde bleiben. Deswegen verabschiede ich mich. Kommentare, Abos und Likes sind natürlich immer cool. Bis dann, wir hören uns. Ciao.